Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Project Bang hier auf Bauboom Bang. Und was passiert heute? Wir bauen die Hundebox 3.0. Ja, die Hunde werden halt immer fetter. Wir sitzen hier gerade gemeinsam in meinem Jeep hier hinten drin. Das ist natürlich völlig egal, was ihr für ein Auto habt, denn ihr könnt es natürlich für jedes Auto bauen. Ich habe schon 2 Hundeboxen gebaut und zwar mit dem Alu-Stecksystem. Das zeige ich euch mal hier, die alten Hundeboxen. Da oben ist auch das Video verlinkt, in dem ich euch zeige, wie ich die vorherige Version gemacht habe, denn diese Version wird ganz anders, denn ich werde eine Kombination aus Holz und natürlich den Materialien der alten Hundeboxen bauen. Und ja, ich fange an mit einem Prototypen. Warum mache ich das? Und ich hoffe, ihr macht das auch, damit ich keine Materialverschwendungen habe, damit ich anständig abmessen kann und ja, ich natürlich ein Top-Ergebnis nachher habe. Ich habe halt einfach alte Dachlatten, ja, wenn ihr sowas auch noch rumliegen habt. Ich habe sie noch vom Hausausbau, auch da oben verlinkt. Die schneide ich mir so zurecht und bin halt mit Messwerkzeug, Winkelwerkzeug und so weiter und so fort hier hinten im Auto unterwegs und das dauert natürlich. Ich nehme euch ein bisschen bei meinen Gedanken mal mit. Hier seht ihr die alte Hundebox, die ist halt schon auseinandergenommen und das ist die Version für einen Hund gewesen. Dann habe ich eine Extension gebaut, die da dran passte, damit wir 2 Hunde da drin transportieren können. Die sind nun mal beide jetzt nicht mehr so klein und die brauchen jetzt halt den ganzen Platz im Auto hinten und ich muss trotzdem noch ein bisschen Gepäck transportieren und das ist halt das Alu-Stecksystem, sehr, sehr cool von Alu-Steck. Da könnt ihr Rundrohre und halt eben Quadratrohre mit Bohrungen versehen, die haben halt diese Konnektoren und so weiter und so fort. Ist schon ein ganz cooles System. Aber jetzt möchte ich was mit Holz und Alu machen. Bei mir ist es ganz wichtig, das soll keine dauerhaft verbaute Version sein. Das heißt, wenn ich was anderes darin transportiere, muss das rausnehmbar sein. Und es muss trotzdem sicher einmal für alle Fahrgäste sein. Ja, das heißt, wir reden ja bei Hunden über eine Ladung. Dementsprechend, wenn gebremst wird, muss es eine Sicherung in den Fahrerraum geben. Deshalb kommen hier auf jeden Fall so Querstreben rein. Und was ich jetzt halt nicht mehr machen möchte, ist, ich möchte nicht mehr die Bodenfläche irgendwie verbauen, sondern ich gehe hier an den Seiten, an den Seitenkästen entlang und ich möchte noch eine Gepäckfläche überhalb der Dachbox haben. Das heißt, das Ganze bekommt ein Dach und bekommt Seitenschutz und einen Rückschutz. Nach vorne hin wird das hier vorne komplett frei bleiben und wir nähen uns einen Schutz, den man hier oben mit Kletten nach vorne und nach oben machen kann. Das hat nur was damit zu tun, dass ich hier diese riesige Schwingtüre vom Jeep habe und natürlich auch den Deckel von oben. Wenn ihr eine normale Schließklappe vom Auto habt, solltet ihr das trotzdem machen, damit eure Vierbeiner, wenn sie ein Pfötchen hier vorne haben oder die Rute nach draußen hinhängen haben, dass das nicht eingeklemmt wird. Deshalb will ich hier so einen Klemmschutz noch für die Hunde bauen. Und ja, wie gesagt, ich habe hier mir mit Dachlatten schon mal so eine Grundkonstruktion gemacht. Und ja, ich nehme euch mal Stück für Stück mit, wie meine Idee ist. Manchmal sitzt man dann einfach auch mal nur eine halbe Stunde rum und überlegt. Also ist auf jeden Fall bei mir so. Und wenn es bei euch auch so ist, dann kommentiert einfach mal sowieso. Und abonnieren ist übrigens kostenlos. Würde mich mega freuen, wenn ihr auch ein Teil der Bauboom Bang Community seid. Und natürlich die Glocke immer anschalten. Allein nur fürs Bimmeln im Ohr. Egal, auf jeden Fall, ich bin schon ein Stück weiter. Man muss ja bedenken, wie kriege ich den ganzen Kram wieder raus. Es soll stabil sein nachher und ich muss es trotzdem rauskriegen. Ich habe schon entschlossen, ich muss es so machen, dass ich es hier in die Ecken setze und einbaue, damit es wirklich Stabilität hat. Aber wie kriege ich es raus? Ich kriege es so nicht raus. Ich kann es auch nicht verkanten, aber ich kann die Rücksitze umklappen und dadurch, dass ich die Rücksitze umklappen kann, kriege ich das Ganze raus. Das müsst ihr natürlich auch immer ausprobieren, das ist wichtig. Jetzt bin ich aber schon direkt zum nächsten Punkt gekommen und das ist das Allerwichtigste. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit.
Ich habe hier das Problem, dass die Gurte, ich zeige es euch näher, dass die Gurte hier ja sich verschieben müssen. Und ihr seht jetzt schon hier, ne, das ist nicht so richtig geeignet dafür. Und ich habe hier auch das Problem, dass der Gurt nicht vielleicht sauber zurück kann. Abgesehen davon die ganze Zeit hier an der Konstruktion rumschabt. Nicht geil. Also Safety first. Ich mache mir jetzt hier Markierungen. Bis wo kann ich? Ja, also ich würde sagen, ich kann bis hier. Ja, bis da kann ich. Und dann muss ich das Ganze mindestens bis hierhin abschrägen. Okay, also müssen wir hier eine Schräge reinbauen, damit hier auf jeden Fall von beiden Seiten die Vergurtung gewährleistet ist. Wichtig ist zwischendurch auch immer was zu essen. Geile Spare Ribs gehen auch kalt am nächsten Tag. Dann funktioniert es auch mit dem Bauprojekt. Schaut mal gerne da oder da oben bei meinem anderen Kanal bei Bensberg Barbecue vorbei. Prototyp ist fertig und jetzt mit dem neuen Holz das Original bauen. Da ist die Planung. So soll es nämlich nachher aussehen. Also eine Seite, ihr seht hier, ich habe hier die Alu-Verstrebungen auch damit reingemacht. Und ich habe, wie gesagt, diese Überblattung mit konstruiert. Das Schöne ist, wenn ihr das habt, ihr könnt euch die Winkel davon nehmen und so weiter. Ich habe mir den Aufwand jetzt gespart, hier raus noch eine Bauzeichnung zu machen, weil bis ich das alles sortiert habe und so weiter. Für euch den Stand der Dinge. Ich habe natürlich mit Pamplona oder wie auch immer dieses Holz ausgesprochen wird, angefangen. Ich bin bei dem Maß geblieben, 38 x 32 und das nennt sich Regalstollen. Warum? Keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall ein Regalstollenmaß. 2,50 Meter lang, 16 € kostet das Ganze im Bauhaus. Eine Stange, also nicht günstig, ne? Aber Fichte im Vergleich 12 € gerade. Fichte 12 €, Eiche 15,60 € und wie gesagt Pamplona 16 €. Und ich habe hier, wie gesagt, schon mal den ersten Part gemacht und wie ich das gezaubert habe, hier in ein paar kurzen Schritten. So, die Höhe einstellen, mache ich hier auch mit dem Winkel. Es gibt auch extra so Höhenmesser, habe ich nicht, brauche ich nicht. Weil was ihr auf jeden Fall machen solltet, egal ob ihr so einen Messenbums habt oder nicht, solltet ihr hier mit einer Latte einfach mal einmal kurz checken. Probieren wir nochmal aus. Passt perfekt. Ja, dann können wir ja loslegen. Und ruckzuck ist so eine Überplattung fertig. Ist natürlich eine Riesenschweinerei, aber funktioniert ziemlich gut. Lässt sich sehr, sehr gut bohren. Das Ganze soll ein bisschen auf jeden Fall angeraut sein. So, jetzt haben wir das schon mal. Jetzt hoffen wir mal, das ist schön auch mit der Schlotze zusammen. Da. Oh. Mega. Sehr gut hat da reingepasst. Ja, why not? Why not, why not, why not? Die Seitenteile sind über Nacht getrocknet und sind wirklich schön geworden. Also, naja, bekommen keinen Schönheitspreis, aber sie müssen halt mechanisch, technisch funktionieren und keinen Schönheitspreis bekommen. Ja, was wichtig ist, ist halt, ja, da oben habe ich jetzt zum Beispiel mit so einer Festzugeklemme geklemmt, ne, weil ich nicht genügend andere Einhandschnellzwingen hatte in der Größe. Und man sieht, es ist einfach wirklich sehr, sehr, sehr sensibel, natürlich das Material. Und meine Erfahrung jetzt schon ist einfach natürlich wie immer, aber hier ganz besonders, wie sieht das schäbig aus jetzt hier im Nahen, dass das Hirnholz wirklich sehr sensibel ist, ne? Weil das halt so langfaseriges Holz ist. Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich Holz nennen kann, aber es erinnert mich an so einen Strauchwuchs, ist wahrscheinlich auch irgendeine Strauchart. Und das Hirnholz ist sehr, sehr, sehr sensibel zu bearbeiten.
Naja, aber jetzt können die, wo sind sie? Jetzt können die Längsteile dran gemacht werden und ja, dann wollen wir mal schauen. Also ihr seht, ich verbinde die Rahmenteile noch mit Schrauben und wahrscheinlich auch noch mal zur Steifigkeit noch mal mit so kleinen Schrägbalken. Aber also ich kann jetzt schon mal sagen, das Material lässt sich natürlich gut bohren, aber man muss auch verdammt aufpassen. Also ohne Vorbohren würde ich da keine Schraube reinjagen. Die Senkkopfschrauben, also die Köpfe, gehen natürlich wie Butter rein, aber was ich faszinierend finde, es zieht auch wirklich richtig an. Also es zieht wirklich richtig an. Naja, guck mal hier. Also, und es ist echt, also ich muss sagen, ich hätte damit gerechnet, dass es instabiler ist. Es ist sehr formstabil, das ist das eine, aber es ist halt auch wirklich, also es fühlt sich wirklich stabil an, lustig. Das ist, ja, freut mich tatsächlich, muss man ja sagen, ne? Ja. Jetzt kommen die letzten Bohrungen, hier haben wir alles angezeichnet, um noch ein paar Alustreben zu verlegen, so wie hier, wie ihr das schon in der Planung gesehen habt. Und da kommen jetzt auch noch welche rein und hier vorne noch, weil das oben soll ja auch ein bisschen zur Ablage dienen. Es lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut bohren, aber man muss natürlich auch wirklich scharfes Werkzeug haben. Für die Rohre nehme ich 16 mm Aluminiumrohr, das halt von der alten Hundebox. Und da gibt es hier diese Inlays, also das sind so Innenstopfen. Da ist ein Gewinde M6 drin und die kann man hier einfach reinstecken. Und das Schöne ist, also ich muss mal ein bisschen festklopfen. Das Schöne ist, die kann man wieder rausnehmen und nochmal verwenden. So wie ich. So, perfekt. Und dann kommen mit den Senkkopfschrauben das Ganze ins Gestell. So sehen doch glückliche Hunde aus. Ist es schön? Top. Von der richtigen Box kann man gar nicht sprechen, weil wir lassen sie hier vorne offen, weil direkt hier vorne kommt ein Glas runter und die fette schwere Tür. Das ist quasi wie zu und da kann auch nichts passieren. Hier oben drüber ist Lagerfläche und genauso rechts und links davon. Ich habe hier vorne noch Querstreben eingezogen und natürlich, wie auch schon gezeigt, die Alustreben eingezogen. Die seht ihr hier einmal und hier. Da oben lasse ich es frei, weil es ist extra ein Gurtplatz, da passiert eh nichts und an der Stelle auch nicht. Hier hinten habe ich auch eine Aluverstrebung eingebracht und da habe ich eine Holzverstrebung eingebracht. Das Ganze ist wirklich mega robust und stabil geworden. Ich kann nur sagen, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit diesem neuen Holz. Mich haben schon Nachrichten erreicht, die natürlich auf die Nachhaltigkeit und so weiter und so fort, wo kommt das Holz her und eingehen. Ich kann euch sagen, in diesem Falle weiß ich es nicht, wo das Holz herkommt. Das heißt, es wird wahrscheinlich irgendwo aus Asien herkommen, wo es hauptsächlich herkommt. Ob es dann noch so green und so nachhaltig ist und so weiter, sei dahingestellt oder sagen wir mal so, sei bezweifelt. Aber mir ging es jetzt auch gar nicht darum, jetzt irgendwie ein super Hightech-Produkt zu zeigen oder sowas. Ich hatte einfach keine andere Wahl, habe das Holz gefunden und habe es jetzt genutzt und bin ziemlich happy damit. Das war auf jeden Fall mein Projekt der Hundetransport-Box. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen da, kommentiert fleißig, schaltet die Glocke an und da ist das nächste Video. Da könnt ihr abonnieren und bleibt schön hier bei Baobumbai und bleibt gesund.